Wir begrüßen dich herzlich zu einem neuen Videotutorial zum Thema Schulterschmerzen und Dehnungstechniken. Ich bin der Uli und heute zeigen wir dir 3 effektive Übungen, die bei Schulterschmerzen Wunder wirken können. Sei gespannt und bleib auf jeden Fall dabei. Bis gleich. Als Sportphysiotherapeut weiß ich aus der Praxis, dass Schmerzpatienten häufig bereits eine richtige Odyssee hinter sich gebracht haben und schon viel ausprobieren mussten. Gerade beim komplexen Thema Schulterschmerz rennen Patienten nach dem Arztbesuch sehr gerne zum Physio, zum Masseur, zum Osteopathen oder auch zum Chiropraktiker, um das Problem in den Griff zu bekommen. Auch werden eine Vielzahl von Diagnosen gestellt, angefangen von Schultersteife, Arthrose, also die Abnutzung des Gelenks, und auch das Wort Impingement, also das Einklemmen von Strukturen im Schulterbereich, hört man häufig. Aber das führt bei den Betroffenen meist zur Verwirrung, Planlosigkeit und eher Frustration. Jetzt stellst du dir sicher die Frage, was kann man tun? Zunächst sei zu erwähnen, dass jedes Schmerzgeschehen in der Schulter diverse Ursachen haben kann, das Schmerzempfinden bei jedem Patienten unterschiedlich ist und nicht jede Maßnahme auch bei jedem gleich wirkt. Was aber generell gut funktioniert, ist, den Körper in seinen Funktionen stabil, beweglich und leistungsfähig zu halten. Das ist die Zauberformel, an die wir hier bei Wellness in Perfektion zu 100% glauben. Auf die Schulter bezogen bedeutet das: zuerst die Beweglichkeit umliegender Strukturen verbessern, dann die Kräftigung relevanter Strukturen über den vollen, individuellen Bewegungsradius ausführen. Das gemeinsam führt zu mehr Stabilität und erhöht die Chance auf Schmerzfreiheit und mehr Lebensqualität. Du siehst, die Kombination macht's. Nicht nur das eine oder das andere, der Körper will beweglich und kräftig zugleich sein. Das schließt dich keinesfalls aus, sondern ergänzt sich perfekt. Das glaubst du nicht? Schaue dir einmal Sprinter in der Leichtathletik an. Die haben sehr viel Muskelmasse und Kraft, sind aber gleichzeitig auch super beweglich. Man kann das gut vor einem 100 oder 200 Meter Lauf in den Startblöcken beobachten, wenn sich die Muskelpakete kurz noch einmal dynamisch dehnen und die Fingerspitzen oder sogar die kompletten Hände nach unten auf den Boden federn lassen. Oder aber auch ein paar schnelle Hocksprünge machen, um die Muskelfasern auf Schnell- und Explosivkraft vorzubereiten. Nun genug der Theorie. Also machen wir die Schulter jetzt im ersten Schritt erst einmal etwas dehnfähiger und mobiler. Wir starten daher mit den unserer Meinung nach 3 wichtigsten Schulterstretches, die du selbst überall ausführen kannst. Kein zusätzliches Equipment wird benötigt. Los geht's! Erstens, der Doorway Stretch. Für den Doorway Stretch kannst du einfach einen Türrahmen benutzen, daher auch der Name der Übung. Oder aber eine Säule, einen Mast oder irgendetwas anderes, das fest und hoch ist. Stelle dich dazu in einer lockeren Schrittstellung an das Objekt und positioniere deinen einen Arm ungefähr in einem 90-Grad-Winkel. Nun streckst du dein Brustbein gerade aus und verstärkst so die Schrittposition ganz langsam nach vorne. Jetzt solltest du bereits ein gutes Dehngefühl im Bereich der Schulter und der Brust spüren können. Immer dann, wenn du dich an das Gefühl gewöhnt hast, versuche etwas weiter in den Stretch hineinzugehen. Spiele gerne etwas mit der Armposition, das heißt, versuche auch mal Winkel etwas oberhalb oder unterhalb der 90 Grad einzunehmen und auch einmal den gestreckten Arm zu nutzen. So kannst du die Dehnung der Strukturen jedes Mal ein wenig abändern. Führe den Stretch insgesamt mindestens 1 bis 2 Minuten aus, damit sich Muskeln, Faszien und Bänder anpassen können. Zweitens, der Prayer Stretch. Beim Prayer Stretch positionierst du dich zunächst in der Cobra-Position und bewegst dich aus dieser heraus dann langsam mit dem Oberkörper nach hinten zurück in den Sitz. Deine voll ausgestreckten Arme halten dabei stetig Kontakt mit dem Boden, sodass deine Schultern ganz automatisch in eine Stretch-Position geführt werden. Sollte der Stretch nicht stark genug sein, wenn du bereits mit dem Gesäß die Fersen erreicht hast, dann hast du aber noch 2 andere Varianten in petto. Erstens, schiebe die Arme einfach weiter nach vorne aus oder bewege sie dabei auch weiter nach innen oder außen. Du kannst natürlich auch kombinieren. Du wirst sehen, dadurch ändert sich die Dehnung in den Schultern deutlich. Zweite Möglichkeit, rotiere während des Stretches deine Arme nach außen und innen, um so innerhalb des Schultergelenkes die Dehnung anders zu akzentuieren. Probiere das unbedingt einmal aus, es fühlt sich wirklich anders an.
Auch den Prayer Stretch solltest du mindestens 1 bis 2 Minuten halten, damit er seine Wirkung erzielt. Drittens, der Sleeper Stretch. Der letzte der 3 Stretches ist der sogenannte Sleeper Stretch. Wie der Name schon sagt, begibst du dich hierfür in eine Art Schlafposition, zumindest sofern du Seitschläfer bist. Das heißt, du befindest dich in Seitlage, deine Beine sind im Hüft- und Kniegelenk ca. 90 Grad angewinkelt und dein Arm, der dem Boden nahe ist ebenfalls in einem rechten Winkel positioniert. Deinen Kopf kannst du bequem auf diesem Arm ablegen. Wenn du jetzt deinen unteren Arm auch noch im Ellbogengelenk 90 Grad anwinkelst, wirst du Folgendes feststellen. Entweder dein Arm sinkt locker in Richtung Boden und ist nur wenig unter Spannung, das heißt, er kann leicht nach unten auf dem Boden gedehnt werden. Oder aber dein Arm will so gar nicht in Richtung Boden absinken und wird durch eine ordentliche Verkürzung der Schulterstrukturen am Fallen gehindert. Dies ist das Zeichen, dass hier eindeutig daran gearbeitet werden muss, um die Innenrotation der Schulter zu verbessern. Nimm dazu nun deinen anderen Arm und drücke ganz langsam auf den unteren Arm, sodass sich der Unterarm Schritt für Schritt in Richtung Boden bewegt. Das Dehngefühl in der Schulter kann hierbei etwas unschön sein, aber du spürst dadurch, dass du an den richtigen Strukturen dran bist, also weitermachen. Gib dir hierbei mindestens 2 Minuten Zeit, um das Schultergewebe an den Stretch zu gewöhnen. Am Ende gehst du noch einmal in die Gegenbewegung hinein, um dem Schultergelenk einen Ausgleich zu geben. Achtung! Hier noch schnell eine spannende Wiederholungsfrage, um dein Wissen zu festigen. Frage: Welche Aussagen über die gezeigten Schulterdehnungen sind korrekt? Na, richtige Antwort ausgewählt? Super! Wenn du übrigens dein Hobby zum Beruf machen willst, dann melde dich doch bei einer unserer Zertifikatsausbildungen an. Bei uns kannst du dich zum echten Profi und Spezialisten ausbilden lassen. Alles zu 100% online, ohne Vorkenntnisse und das Beste, du kannst jederzeit starten. Cool, oder? Die Links zu unseren Akademien findest du in der Videobeschreibung. Wir wünschen euch viel Freude bei der Ausführung der neuen Techniken und hoffen, dass wir euch weiterhelfen konnten. Viel Spaß dabei!